herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Häusler und ich freue mich auf meinen besonderen Gesprächspartner, Armin Risi. Lieber Armin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung und für diese Organisation, dass wir uns jetzt hier treffen. Ja, doch bevor wir unser Gespräch beginnen, würde ich dich gerne vorstellen. Armin Risi ist Philosoph, er hat 3 Gedichtbände geschrieben, Sachbuchautor von 10 Grundlagenwerken zum aktuellen Paradigmenwechsel. Unter anderem hat er Titel geschrieben wie Einheit im Licht der Ganzheit, Der radikale Mittelweg und Ihr seid Lichtwesen, Ursprung und Geschichte des Menschen. Armin Risi lebte 18 Jahre als Mönch in vedischen Klöstern in Indien und in Europa. Er studierte die indischen und die westlichen Philosophien. Und seit 1998 ist er als freischaffender Schriftsteller und Referent tätig. Außerdem beschäftigte er sich intensiv mit der Lehre und dem Leben Bruno Grönings und hat auch zahlreiche Veröffentlichungen gemacht. Ja, Bruno Gröning lebte ja von 1906 bis 1959, also er wurde nur 53 Jahre alt, aber er hat doch etwas hinterlassen, ja, das gerade für den heutigen Menschen von großer Bedeutung sein kann. Ja, du hast das Stichwort gegeben im Paradigmenwechsel. Ja, ich bin eigentlich als Philosoph und Forscher auf Bruno Gröning aufmerksam geworden. Ich bin auch nicht einfach nur ein akademischer Philosoph, ich bin schon fast eher ein philosophischer Aktivist für den Paradigmenwechsel, für das Umdenken. Denn vom Indischen her wissen wir ja, dass wir heute und schon seit 5000 Jahren in einem Zeitalter der Spaltung leben. Kali Yuga, Zeitalter der Spaltung. Und Spaltung bedeutet immer, etwas Ganzes wird gespalten und es entstehen zwei Einseitigkeiten, 2 halbe Wahrheiten. Auf der einen Seite natürlich Materialismus, Atheismus, auf der anderen Seite die religiösen Problematiken, Fundamentalismus, Extremismus. Aber heute schon vor allem auch wissenschaftlich die Wissenschaft wird natürlich dominiert vom materialistischen, atheistischen Weltbild, vor allem sag ich mal, materialistisch. Und wenn man, also im Indischen war es für mich natürlich klar, es gibt Menschen, die Siddhi-Kräfte haben. Das waren die Siddhas, die großen Yogis, die eben Siddha-Menschen, die Avatare, die hatten oder haben solche Kräfte. Das war jetzt also im Indischen nichts Überraschendes, natürlich auch dort etwas Paranormales und nicht Alltägliches, aber man erwartet, dass es so etwas gibt. Aber eben, man liest sehr oft in den Büchern darüber. Also früher war das mal so. Und als ich dann von Bruno Gröning hörte und ich begegnete Menschen, die ihn kannten, die mir von ihm erzählt haben, kennst du ihn, was der so gemacht hat, Wunderheilungen, und natürlich rennt man da bei mir offene Türen ein mit diesen Themen. Ich habe mich dann sehr interessiert natürlich, und zuerst einfach das Phänomen, wie glaubwürdig ist es, und da war sehr schnell klar, diese Wunderheilungen, ich sage jetzt einfach mal Wunderheilungen, sind dokumentiert, die sind echt, da hat sich etwas ereignet, das man nicht einfach so materialistisch erklären kann, dass man aber auch nicht einfach vom Tisch wischen kann, obwohl viele das probierten, weil das Phänomen zu herausfordernd ist. Und je mehr ich mich natürlich damit beschäftigt habe, hat mich auch die Person Bruno Gröning sehr beeindruckt, fasziniert, auf eine Art, ja, eben sehr berührt, und dann war es eben nicht nur mehr das Phänomen, sondern auch die Person. Ja. Was findest du an der Person Bruno Grönings so besonders? Und wie hast du auch den Freundeskreis oder wann hast du den Freundeskreis kennengelernt? Ich habe Bruno Gröning über einen Freundeskreis kennengelernt.
so 98 habe ich die ersten Vorträge gehört. Und eben so ist das Phänomen. Aber dann sehr bald auch, als ich mehr über Bruno Gröning las, eben war es nicht nur das Phänomenale und das Erforschende, sondern eben auch die Persönlichkeit, die Ausstrahlung, und was mich eben sehr berührt hat, einfach als ich über sein Wirken las, war einfach diese überwältigende Liebe. Diese Nächstenliebe, diese Selbstlosigkeit, und dann natürlich auch, wenn man das so gespürt hat, lässt einen auch nicht ganz kalt, wenn man dann liest, wie so viel gelogen und verleumdet wurde. So, und da habe ich mich natürlich auch sehr dafür eingesetzt, einfach ein wahres Bild zu zeichnen. Und natürlich muss man da immer auch sich den Lügen stellen und sagen, das, was so behauptet wird, ist eine Lüge, ist nicht wahr. Denn eben auch jetzt einige, die jetzt unser Interview anschauen werden sagen, das ist doch zu schön, um wahr zu sein, kann nicht sein, jetzt gehe ich mal googeln. Und dann ist man natürlich fasziniert, oh ja, es gibt auch negative Stimmen. Und es ist irgendwie ein markantes Merkmal unserer Zeit, dass uns das Negative fasziniert. Ja. Das Negative fesselt. Und das Positive, ja, das kennen wir selbstverständlich, das müssen die so sagen, dass irgendwie das Positive perlt fast ab und das Negative fesselt. Nicht bei allen, aber es ist so eine Tendenz, und die einen oder anderen, die das dann anschauen, sollten sich fragen, habe ich diese Tendenz vielleicht auch? So, dass man sich dem Negativen öffnet und das Positive irgendwie so abprallen lässt. Also, und da würde ich sagen, lohnt es sich sehr, diesem Heilstrom und dieser positiven und inspirierenden Kraft sich zu öffnen. Mhm. Bruno Gröning hatte ja kein einfaches Leben, gerade in der letzten Zeit. Es gab, wie du schon erwähnt hast, Presseverleumdungen, und man konnte gar nicht glauben, dass Dinge geschehen, die andere nicht bewerkstelligen konnten. Also da gab es natürlich Diskrepanzen auch. Ja. Und ich habe mich gewundert, schon als der Bruno Gröning 9 Jahre alt war, selbst da hat er schon ein schwieriges Leben gehabt. Er hat damals die Rote Ruhr bekommen, und das war ja im damaligen Zeitraum eine schlimme Darmerkrankung. Und er lag wochenlang im Fieber. Sein Körper war abgemagert, sehr stark abgemagert. Die Eltern verzweifelt, der Arzt ratlos. Ja, und man dachte, der kleine Bruno würde auch sterben, wie viele andere eben auch. Und er hat Monat um Monat Hunger und Durst erlitten. Und das war dann der Moment oder die Momente, wo er sich flehentlich nach oben gewandt hat und hat Gott um Hilfe gebeten. Ja, und dann, nach einem Jahr, ist er aufgestanden und er war gesund. Und das war für ihn natürlich ein besonderes Erlebnis, weil er auch erkannt hat, ja, wo die Menschen nicht mehr helfen können, da kann aber Gott helfen. Und darum konnte er später auch aus voller Überzeugung sagen, es gibt kein Unheilbar und Gott ist der größte Arzt. Mhm. Eben, du sagst, er war 9 Jahre alt. Da können wir rechnen. Geburtsjahr 1906 plus 9 ist 1915. Das ist der Erste Weltkrieg. Also es war mitten im Ersten Weltkrieg, hat der junge Bruno Gröning diese Erfahrung gemacht. Und wir lesen ja aus den Dokumentationen, und dass Bruno Gröning ja schon in dieser Zeit als rund 10-Jähriger in die Lazarette gerufen wurde. Die Menschen spürten einfach durch seine Gegenwart eine Linderung, Heilung. Er konnte ja schon als Kind sagen, ob jemand stirbt oder nicht, oder je nach, weiß nicht, also hat er sicher diskret dann so formuliert, aber das wurde dann auch später eidesstattlich dokumentiert alles. Eben zum Beispiel in diesem Buch hier zusammengetragen, Revolution in der Medizin. Einfach mal, um hier diese seriösen Dokumentationen zu erwähnen. Revolution in der Medizin, geschrieben von einem Arztdoktor mit Matthias Kamp. Rehabilitation eines Verkannten, eine ärztliche Dokumentation der Heilung auf geistigem Weg. Mhm. Ja. So, das ist ein ganz
besonderes Phänomen. Und eben Bruno Gröning ist ja dann sehr überraschend aufgetreten für die Öffentlichkeit. Auf einmal hat die ganze Welt von ihm gehört. Aber diejenigen, die ihn näher kannten, haben ja das vorher schon immer gewusst, dass er diese Fähigkeiten hatte. Und er wurde ja immer zu den Menschen gerufen. Im Zweiten Weltkrieg geriet er ja in russische Gefangenschaft. Ja, ja. Und hat auch dort seinen eigenen Kameraden, also von deutscher Seite geholfen, aber auch den Russen. Und das hat ja dazu geführt, verschiedene Weichenstellungen oder Fügungen haben ja dazu geführt, dass er dann schon, er und seine Leute, sage ich mal, schon Ende 1945 wieder aus der Kriegsgefangenschaft frei wurden, während dem andere ja bis 1955, bis Adenauer persönlich eingriff, aber eben da haben noch 10% der damaligen Kriegsgefangenen gelebt, 10 Jahre später. Aber Bruno Gröning kam 1945 schon zurück nach Deutschland als Heimatvertriebener, dann kommt aus Danzig, heutiges Polen, und dann in den Westen eben, was mich dann auch fasziniert hat, man hört das so eher nebenbei, aber sein Vater zum Beispiel, aber auch andere haben eidesstattlich dokumentiert und gesagt, dass Bruno Gröning eben schon früh, sogar als Kind schon, den Krieg und den Ersten Weltkrieg vorausgesagt hat und dann auch den Zweiten Weltkrieg mit Dauer 39 bis 45 und dann die Teilung Deutschlands. Also auch da diese hellsichtige Seite, die hat er nicht ausgespielt, aber die war eben auch da. So eben, wie sagt man so, das ist einfach ein Wunderkind, eine Naturbegabung. Und nur so nebenbei, das heißt auch, dass heute Kinder mit solchen, also vielleicht nicht in diesem großen Ausmaß, aber Kinder mit dieser Weltsicht, mit dieser Sensitivität auf die Welt kommen. Und ein Phänomen wie Bruno Gröning, gerade auch wenn man seine Kindheit anschaut, kann helfen, diesen Kindern verständnisvoll und eben auch fördernd zu begegnen. Ja, er war wirklich ganz feinfühlig auch, und ich fand es so besonders, dem einen hat er diesen Rat gegeben und dem anderen genau den anderen Rat. Und am Anfang dachte ich, ja, was ist das jetzt? Ist es jetzt das richtig oder ist das richtig? Und erst später habe ich dann erkannt, aha, jeder ist ein Individuum, und Bruno Gröning hat sich ja nichts angelesen. Er hat ja aus dem Innersten herausgeschöpft, aus der Quelle, und hat das dann gesagt und getan, ja, was notwendig war. Und die damalige Zeit war sicherlich sehr, sehr hart für ihn, weil die meisten Menschen ja bloß nach dem Materiellen gestrebt haben. Und er kam jetzt mit dem Geistigen. Und er hat Sätze gesagt, zum Beispiel, der Geist beherrscht die Materie, und ja, und auch weitere Kernaussagen, die einfach für ein gutes, glückliches, gesundes Leben ja wichtig sind. Ja, eben. Der Geist beseelt unseren Körper. Und zwar nicht nur so ab und zu, sondern das ganze Leben lang. Und wenn der Geist die Seele den Körper verlässt, ist das das Ende dieses physischen Daseins. So, da ist eine Kraft, eine geistige Kraft, die wir nicht einfach materiell dingfest machen können, die unseren Körper beseelt. Und das wäre eigentlich eine vorrangige Aufgabe von Forschung, von Wissenschaft, hier anzusetzen. Ist der Geist einfach nur ein materielles Phänomen, so wie das heute behauptet wird, vielmehr als eine Behauptung, und ein ideologischer Lehrsatz ist es ja nicht, weil das Leben selber etwas ganz anderes zeigt. Diese Behauptungen und Theorien werden ja dem Phänomen Leben und Bewusstsein im Menschen und Leben allgemein in der Natur überhaupt nicht gerecht. Und wir sehen ja, seit die Menschen dieses Weltbild vertreten, manövrieren sie die Menschheit an den Rand des Abgrunds. Also irgendwas kann an dieser Denkweise nicht stimmen, deswegen ja Paradigmenwechsel. Und Bruno Gröning hatte auf, wie man so schön sagt, also einfach auf den Primat des Geistes hingewiesen, Geist über Materie. Ist ja klar, denn der Geist macht ja, dass unser materieller Körper lebt. Und er entwickelt sich nur, und auch er entwickelt sich nur dank des Geistes, und der Körper hat eine körpereigene Intelligenz dank des Geistes. Der Körper weiß, wie er verdaut,
Egal, was wir zu uns nehmen, der Körper macht das Beste draus, solange er kann, solange wir ihm eine Chance lassen. Eine Wunde, er weiß genau, wie das heilen muss. Wir hatten vom Kopf her keine Ahnung wirklich und wir wissen auch nicht wirklich, warum der Körper jetzt genau weiß, was er zu tun hat. Das ist diese Geisteskraft. Und da setzt ja jede Heilung an. Bei einer Wundheilung nehmen wir es einfach selbstverständlich hin. Ja, das wächst jetzt halt zusammen. Aber das ist ein Wunder. Ja. Man ist sich heute ja gar nicht mehr bewusst, wie man überhaupt Heilkraft aufnehmen kann. Ich meine, einiges geschieht natürlich, wenn man schläft. Da regeneriert ja ganz viel auch im Körper. Aber es ist so schön, und das schätze ich sehr, dass man dank Bruno Gröning und dank seiner vielen, vielen guten Hinweise eben das ganz bewusst aufnehmen kann. Und es war ja auch sein Lebensziel, dass jeder Mensch wieder glücklich wird, gesund, lebensbejahend. Und das ist wirklich was ganz Großartiges, das heutzutage durch diese einfache Art und Weise erleben zu können. Und der Bruno Gröning Freundeskreis, ja, er ist ja ein freiwilliger und internationaler Zusammenschluss von vielen, vielen Menschen, die einfach erkannt haben, dass die Lehre Bruno Grönings wichtig und hilfreich ist. Und inzwischen gibt's ja über 80.000 Freunde, die eben auf allen Kontinenten leben, die sind in 130 Ländern und das Schöne ist auch, sie treffen sich immer wieder zu Gemeinschaften und können nicht nur diesen Heilstrom aufnehmen, sondern eben auch alles Gute. Sie können sich austauschen über die Dinge, die sie erkannt haben mit der Lehre Bruno Grönings, was sie erfahren haben. Und das tut einfach auch so gut, nicht alleine gelassen zu sein. Ja, man hat ja heute das Gefühl, sehr alleine zu sein, gerade wenn man sich mit geistigen Themen befasst oder sich da öffnet. Ich exponiere mich ja für diese Themen und bekomme da auch sehr viele Rückmeldungen. Und immer wieder schreiben mir Menschen, wie sehr sie diese Themen berühren und wie sehr sie sich dafür interessieren. Und es bestätigt einfach das, was ich intuitiv schon immer geahnt habe. Und jetzt hat es jemand mal ausformuliert, aber ich bin allein. Ja. Ich kann nirgendwo mit jemandem drüber reden, nicht mal mit meiner Frau, nicht mal mit meinem Mann. So, oder oft. So, und Arbeitskreis und so, und das verschärft sich ja heute noch, jetzt gerade in der heutigen Zeit, diese Spaltung gemäß verschiedenen Weltbildern. Und da sage ich, gebe ich oft den Menschen auf den Hinweis auf den Freundeskreis. Hier ist eine große Vernetzung von Menschen, die überkonfessionell denken. Es gibt ja auch Gebetsgruppen und anderes, aber die sind dann immer irgendwo an Kirchen angebunden. Da muss man dann irgendwo sich einem Glauben anschließen. Kann man ja. Wenn das der eigene Weg ist, ist das ja auch ein Weg, oder? Aber viele eben wollen sich nicht so ideologisch oder doktrinenmäßig binden, sondern eben das Überkonfessionelle, das Universelle. Und da gebe ich den Menschen oft einfach den Hinweis des Bruno Gröning Freundeskreises. Da gibt es immer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die man kontaktieren kann. Es gibt diese Gruppen, wo man hingehen kann und eben nicht alleine ist. Ja. Das ist einfach sehr wichtig und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt mit dir dieses Gespräch mache, weil ich diesen Impuls einfach auch gern weitergebe. Denn dadurch, dass sich dieser Impuls und diese Lehre so konkret auch ausgebreitet hat, durch diese Infrastruktur, es ist ja die Lehre, das ist der Inhalt, aber Inhalt braucht auch immer Form. Gewisse Leute haben die Tendenz, ich will nur Inhalt und keine Form und ich bin gegen jede Form und Organisation, aber dann zerfließt der Inhalt sehr schnell. Ja, es braucht auch Form. Es gibt vielleicht dann Leute, die auch den Freundeskreis kritisieren, weil da eine sehr klare Form vorgegeben wird. Man muss nicht in jedem Land das Rad neu erfinden, sondern es ist eine Struktur, die sich bewährt. Es braucht diese Form auch für den Inhalt. Und dadurch, dass sich das so ebenfalls wundersam in den letzten 30 Jahren
manifestiert und bewahrheitet hat, hat sich auch eine Prophezeiung bewahrheitet. Denn Bruno Gröning hat das vorausgesagt, dass die Heilungen nach seinem Tod weitergehen werden. Ja, das stimmt. Ja, ich bin zum Beispiel 1981 dazugekommen und dank dieser vielen, vielen Lebensweisheiten und praxisorientierten Anregungen, die ich eben aus der Lehre Bruno Grönings habe schöpfen können, ja, bin ich ein viel glücklicherer Mensch, ich bin viel freier, ich bin dankbar dem Leben gegenüber und ja, bin auch frei geworden von Menstruationsbeschwerden, von einem Knieleiden und dann ist man natürlich überzeugt. Und es ist so schön, Bruno Gröning, er hatte ja ein Ziel für die Menschen. Es war ihm ein inniger Herzenswunsch, dass eben alle glücklich werden, dass jeder gesund wird, ja, und einfach Gott verbunden auch. Das lag ihm so am Herzen und ich fand es so interessant, wenn er über Gott gesprochen hat. Das war so, als wenn ich über meinen Freund oder über meinen Mann sprechen würde. Also ich habe keinen Freund, aber... Freunde, ja, sehr viele Freunde im Freundeskreis, ja, und so. Ja, Bruno Gröning nannte es die große Umkehr. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt, eigentlich auch eben dieser revolutionäre Charakter. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg und Bruno Gröning hat wirklich gesagt, jetzt wäre die Möglichkeit für eine große Umkehr. Denn ja, stimmt. Was braucht es noch? Was braucht es noch, bis Menschen umdenken? Jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg, was braucht es denn noch? Oder also das hat doch gezeigt, dass die jetzigen Strukturen einfach irgendwie in den Abgrund führen. Also braucht es eine Umkehr. Und Umkehr ist ein sehr schönes Bild. Eben, wenn man auf dem falschen Weg ist, muss man einfach umkehren. Auf dem falschen Weg zu sein ist nicht so schlimm, wenn man es merkt und wenn man korrigiert. Das heißt, einen Fehler zu machen ist nicht schlimm, solange man ihn korrigiert. Aber den Fehler immer wieder zu machen oder sogar noch darauf zu beharren, das ist natürlich, und Umkehr natürlich auch bildlich, wenn man sich vom Licht abwendet, schafft man Trennung, Schatten oder Dunkelheit, je nach der Intensität der Abwendung und der Gottabgewandtheit, schafft man Dunkelheit. Und wenn man sich umkehrt, dann ist das Licht nicht mehr im Rücken, sondern dann hat man sich wieder mit der Quelle verbunden. Also diese Verbindung mit der inneren Quelle, das wäre der Menschheit zu wünschen und das wäre ganz konkret dieser Paradigmenwechsel, der uns allen ja so am Herzen liegt. Und Bruno Grönings große Vision war es ja, eine große Umkehr in der Wissenschaft, in der Medizin, dann auch Umgang mit Kindern, Schule, in der Kultur, dass wir nicht einen destruktiven, gottabgewandten Weg gehen, der uns immer mehr in die Spaltung und in die Extreme führt, sondern wieder in die Verbindung mit der Quelle. Und eben das Eindrückliche war halt, dass er das wirklich präsentiert hat. Er hat gezeigt, er war bei den Menschen und hat gezeigt, wie dass es wirklich möglich ist und dass die göttliche Gnade Realität ist. So, eben wir haben ja davon schon gehört in der Bibel. Jesus war ja zuallererst Geistheiler, Heiler. Damals vor 2000 Jahren hat niemand gedacht, oh, hier kommt der Gründer des Christentums. Oh, wir hören besser mal zu. Das ist die berühmte Bergpredigt. Achtung, wir sind live dabei. Oh, die wenigsten haben sich für die Worte Jesu interessiert. Wenn Jesus kam, kamen alle, meine Tochter ist krank, ich bin krank, ich krank, er krank, sie krank, kannst du helfen? Also man hat in ihm den Heiler gesehen. Und übers Heilen hat er die Herzen der Menschen erreicht und seinen Worten auch ein anderes Gewicht verliehen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist 2000 Jahre her und wissen wir, ob das überhaupt stimmt und das kann jeder behaupten, das ist Übertreibungen von Anhängern und so kann man ja alles behaupten oder da nicht glauben. Aber bei einem Bruno Gröning wurde es auf einmal deutlich, es ist möglich. Genau das, was in der Bibel steht. Lahme stehen auf, Blinde sehen, Geister werden ausgetrieben, sprich Depressionen verschwinden und so weiter. Das ist möglich und hier wurde es auf einer großen Bühne präsentiert mit Dokumentationen, was der kritische Geist ja braucht, damit er das glaubt. Darum heißt es ja, Jesus sagte zum ungläubigen Thomas nach der Auferstehung,
mit der Wunde und so. Ich wollte ja die Wunde berühren und ich durfte das dann auch und dann hat der Thomas auch geglaubt und Jesus sagte dann, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, die nicht immer Beweise vom Kopf her, auch mit einer intellektuellen Arroganz, Beweise fordern. Und wenn sie dann bekommen, trotzdem nicht glauben. So, also Jesus sagte, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und heute sind wir 2000 Jahre später, wir sind fortgeschritten. So, wir können heute diesen Satz noch anders formulieren. Wir können sagen, selig sind die, die sehen und wenigstens dann glauben. Denn in den letzten 2000 Jahren sind so viele Menschen aufgetreten, so viele Phänomene bekannt worden, die zeigen, dass es ist. Und Bruno Gröning ist wirklich einer der, wenn ich das so sagen darf, nicht passend, aber spektakulärsten oder eindrücklichsten und nachhaltigsten Beispiele, wie er das wirklich präsentiert hat, wie das wieder sichtbar wurde. Man hat bisher nur aus der Bibel davon gehört und auf einmal sieht man es direkt vor sich. Also das ist nicht nur eine Revolution in der Medizin, das wäre auch eine Revolution in der Religion. Denn das ist einerseits Bestätigung der Kernaussagen aller Religionen, aber auch andererseits Überwindung eines jeglichen dogmatischen und fundamentalistischen Absolutheitsanspruchs. Ich muss gerade an meine Schwiegermutter denken. Also sie kam ja zu Bruno Gröning als Atheistin und dann hat sie nach dem Vortrag Bruno Gröning noch gesehen und sie ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich danke Ihnen, Herr Gröning, ich fühle mich geheilt. Und dann hat er ihr gesagt, Sie fühlen es nicht nur, Sie sind geheilt. Und danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Und jetzt stand sie da und hat sich gewundert, ja Moment mal, ich glaube an gar keinen Gott. Aber dennoch hat sie dieses gute Göttliche erleben können. Und du hast einmal diese göttliche Kraft, den Heilstrom, auch in deinen Büchern erwähnt und es als göttliche Quelle auch bezeichnet. Und was hindert denn den heutigen Menschen daran, sich dieser Kraft ganz zu öffnen? Es wäre auch die größte Notwendigkeit. Und wir sehen, was passiert, wenn die Menschheit sich da nicht öffnet. Es ist die Verbindung mit der inneren Quelle. Was den Menschen daran hindert, ist natürlich auch eben diese Spaltung. Auf der einen Seite haben wir die religiösen Fundamentalisten, die sagen, ja, Gröning hat schon geheilt, aber der Teufel kann auch heilen. Oder? Da kann ich sagen, ja, interessant. Genau das haben die Pharisäer und Fundamentalisten dem Jesus auch gesagt. Genau das kann man nachlesen. Mehrfach in den Evangelien steht da, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, sprich Fundamentalisten, sagten, er steht mit dem Satan im Bund. Und Jesus sagte dann ganz einfach, er hat da geantwortet, hat sich dem gestellt und hat gesagt, wie könnte der Satan sich selber austreiben? Dunkelheit kann sich nicht selber auflösen. Wenn es dunkel war und auf einmal Licht ist, da hat nicht die Dunkelheit vertrieben, da muss eine Sonne aufgegangen sein. Da muss ein Licht in die Finsternis geschienen haben. Das ist das eine, was er sagt, der Teufel treibt sich nicht selber aus. Und wenn ich denn mit dem Satan im Bund wäre, mit wem heilt ihr dann? Das ist ganz interessant. Mit dieser Aussage zeigt Jesus, dass er keinen Exklusivitätsanspruch auf diese Kraft erhebt. Er sagt, viele wirken mit dieser Kraft. Sogar ihr Pharisäer, die ihr sagt, ich würde mit dem Teufel zusammen. Er dreht es um und sagt, ihr glaubt ja auch nicht, dass ihr mit dem Teufel heilt. Na also, wir wirken alle mit derselben Quelle. Also da hat Jesus ganz klar diesen Exklusivitätsanspruch, also er musste da keinen durchbrechen, weil er gar nicht einen erhoben hat. Aber heute, aus der heutigen Sicht sehen wir, dass wir nur schon mit diesen Beschreibungen eigentlich sehen, dass dieser fundamentalistische Anspruch fehl am Platz ist. Jesus warnt sogar Anhänger in seinem Namen. Er sagt, viele sagen Herr, Herr zu mir. Und ihr werdet dann sagen, haben wir nicht in deinem Namen geheilt, Wunder gewirkt,
Dämonen ausgetrieben. Das ist so halt ein alter Begriff, das könnte man auf die heutige Zeit übersetzen, das wäre dann auch relevant. Es gäbe ein paar modernere Begriffe, aber das Phänomen wäre gleich. Jesus sagt, ihr werdet sagen, haben wir nicht in deinem Namen geheilt und Wunder gewirkt. Ich aber sage euch, ich kenne euch nicht. Hinfort von mir, ihr Übeltäter, ihr Brecher des Gesetzes. Also da spricht Jesus zu Jesus-Leuten, die in seinem Namen Wunder wirken. Da gibt es Leute, die wirken Wunder und heilen in seinem Namen. Und er sagt ihnen, weil ihr nicht den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was ist dieser Wille im Himmel? Der Wille des Vaters im Himmel? Sicher eben gerade nicht die Spaltung, sondern die Heilung. Heilung, Überwindung der Spaltung. Und Jesus sagt, wer nicht sammeln hilft, der trennt. Manch einer hat ja schon gedacht, na ja, wenn man das gehört hat von Bruno Gröning, was alles möglich ist Bruno Gröning der reinkarnierte Jesus. Also manche möchten ihn ja auch gerne so auf das Christentum beschränken, wobei Bruno Gröning ja selber sehr klar gesagt hat, ich bin für alle Menschen gekommen. Ja. Und wie ist das überhaupt mit der Reinkarnation? Ja, ich möchte noch schnell beim anderen Punkt bleiben. Gerne. Was die Menschen trennt davon. Ich habe jetzt die eine Hälfte. Also die Religionen und andere Religionen haben zum Teil ähnliche Ansichten. Die indische hat hat dieses Problem nicht. So, das ist die eine Spaltung, also falsch verstandene Religion, über das Ego definierte Religion, wo man Religion braucht, eigentlich um das eigene Ego zu profilieren. So, und auf der anderen Seite der Materialismus, Atheismus, der natürlich das alles von sich per Dogma verneint, auch Reinkarnation. Da gibt es so viele Hinweise, dass die Seele ewig ist. Das ist ja nicht so überraschend, dass die Seele ewig ist. Wenn die Seele ewig ist, heißt, sie hat schon vor dem Beginn dieses Körpers existiert und wird auch nach diesem Körper existieren. Ich habe ja gelesen, für Bruno Gröning war das auch eine Selbstverständlichkeit, obwohl das in den 50er Jahren gar nicht so ganz klar war. Aber eben also der Materialismus, Atheismus, der heute auch politisch ideologisiert ist, der ist ein großes Hindernis. Das ist eigentlich wirklich fortschrittsfeindlich, denn Wissenschaft müsste ergebnisoffen sein. Man müsste dem Phänomen nachgehen. Und man geht mal davon aus, so wie der Beginn der europäischen Geistesgeschichte, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, und jetzt schauen wir mal, was können wir ergründen. Wohin führt uns die Forschung? Und damit hat der Bruno Gröning so zu kämpfen. Zum Beispiel, als er angeklagt wurde, der fahrlässigen Tötung und was war noch, illegales Ausführen des Heilpraktikerberufes, sowas hat man ihm angehängt. Genau, weil er keinen Doktortitel hatte. Ja. Und da haben die einen bekannten Psychologen, Professor Mitscherlich, den kennt man, der ist bekannt in der Psychologiegeschichte, Professor Mitscherlich beauftragt, ein Sachverständigengutachten, so hieß es, ein Sachverständigengutachten zu erstellen. Der hat das gemacht und das war vernichtend über Bruno Gröning. Und das wird heute gern zitiert von Kritikern, auch von Kirchlichen, oder? Sie wissen gar nicht, dass sie sich dann das eigene Fleisch schneiden, indem sie solche Leute zitieren. Mitscherlich war Freudianer und bekennender Atheist und Materialist. Und Mitscherlich hat damals, einfach nur für diejenigen, die dann googeln gehen, Mitscherlich hat einen Bericht zitiert, groß, das war sein aus Journalistenkreisen, und da gab es wirklich, wie soll ich sagen, verlogene Typen, glaube das darf man sagen. Ja, das ist jetzt nicht ganz neutral, aber ich glaube, das trifft's, oder? Da gab es zum Beispiel einen Journalisten, der hat den Bruder von Bruno Gröning kontaktiert, den Karl Gröning, und hat ihm gesagt, ich gebe Ihnen viel Geld, 50.000 D-Mark. Das ist für damals, fühlt man sich als Millionär, wenn man 50.000 D-Mark 1949 und 1950 in Deutschland bekommt. Und er hat gesagt, ich gebe Ihnen dieses Geld, wenn Sie mir den Freipass geben, dass ich in Ihrem Namen
Aussagen über Bruno Gröning veröffentlichen darf, auch kritische. Und der Karl Gröning ließ sich da verführen und hat zugesagt. Und dann haben die losgelegt. Ja. Teuflischste Sachen haben sie erfunden. Karl Gröning sagt, das ging dann in diesen Tatsachenbericht. Und ein Jahr später oder so hat Karl Gröning irgendwie gemerkt, die haben mich reingelegt. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie mal Geld bekam. Wahrscheinlich nicht. So, und selbst wenn er bekam. Aber so nach einem Jahr hat Karl Gröning gesehen, was die machen und hat widerrufen, öffentlich, eidesstattlich. Hat gesagt, das habe ich nie gesagt, ich wurde reingelegt. Damit hätte das eigentlich erledigt sein müssen. Aber Mitscherlich, der berühmte Professor Mitscherlich, hat diesen gefälschten Journalistenbericht genommen, in seinen Sachverständigenbericht übernommen und dieser Bericht von Mitscherlich wurde dann wieder vom Gericht übernommen und den eidesstattlichen Widerruf von Karl Gröning haben die Medien und die Gerichte und der Herr Professor einfach geflissentlich ignoriert, weil es ihrem Vorurteil und ihrer ideologischen Voreingenommenheit gedient hat. Und das finden wir heute noch zum Teil in kirchlichen Berichten, also von kirchlichen Stellen. Ich weiß es aus erster Hand, zum Beispiel hier, das ist ein Jurist, Dr. Jur Wolfgang Hausmann. Ich hatte auch mal mit ihm gesprochen, weil in der Recherche habe ich ihn dann auch gewisse Dinge gefragt, weil er hat das alles, als Jurist hat die ganzen Prozessakten studiert, hat sich das angetan, das zu lesen. Der große Prozess gegen Bruno Gröning, 1955 bis 1959. Und aus einer dieser kirchlichen Stellen wird er wirklich so einen miesen Artikel über Bruno Gröning und den Freundeskreis, aber nicht nur über den Freundeskreis, Sekte und so weiter, sondern auch direkt gegen Bruno Gröning geschrieben hat und all diese falschen Aussagen zitiert hat er als Jurist ihnen die ganzen Fakten geschickt und er hat dann, Fakt ist, die kirchliche Stelle hat nichts geändert und die Antwort war dann so sinngemäß, aber ziemlich so war's, also ziemlich arrogant, haben sie geschrieben, wir beobachten über 1000 Sekten, wir können uns nicht mit jeder im Detail beschäftigen. Also wir müssen nicht korrigieren, wir dürfen getrost Lügen weitergeben. Im Namen der Kirche. Damit hatte Bruno Gröning zu kämpfen. Und eben also Professor Mitscherlich hat da wirklich der Wissenschaft der Wissenschaft so nachhaltig geschadet, indem er seine materialistische Sicht einfach sein wissenschaftliches Urteil bestimmen ließ und dominieren ließ. Und das sollten wir heute, also wer immer da googelt, sollte wissen, welcher Quelle vertraue ich. Ja. Und deswegen wäre es sicher wichtig, wir vertrauen den Quellen, die Bruno Gröning wirklich kannten, die dabei waren. Ja. Und da gibt es ja ganz viele schöne Zeitzeugeninterviews, zum Beispiel in dem Dokumentarfilm Das Phänomen Bruno Grönings. Also den Link dazu, das verknüpfen wir auch unten, sodass Sie da draufklicken können. Und es gibt ja noch einen zweiten Dokumentarfilm, Das Phänomen der Heilung. Also das Phänomen Bruno Grönings, das ist ja eher mit schauspielerischen Szenen beleuchtet. Das Leben von Bruno Gröning auch. Und der andere Dokumentarfilm, das zeigt eher so die Internationalität des Freundeskreises. Und also das sind so schöne Dinge, das zu sehen, weil womit man sich beschäftigt, das hat man ja drin. Ja, ich war dabei. Zumindest bei der Premiere. Ja, kann ich wirklich empfehlen. Da unten finden Sie die Links. Das ist wirklich, also ich habe das Phänomen Bruno Gröning, ich war bei der Premiere dabei. In Winterthur. Genau, am 16. November 2003, die Schweiz-Premiere. Da war ich natürlich sehr gespannt auf diesen Film. Und was hast du da gespürt und empfunden? Wie ging es dir da? Ist interessant, ich habe ihn ja zweimal gesehen. Ich ging relativ kurz hintereinander
den anzusehen. Beim ersten habe ich mehr mit dem Kopf zugeschaut. Aha. Oder, weil Information und so, was sagt der und so. Ich habe wirklich halt als der Forscher, es war schon sehr berührend, aber einfach wirklich mal einfach die Information gesammelt. Und beim zweiten Mal, als ich mich da damals noch im Kino, in den Kinosessel gesetzt habe, da hat der Kopf gesagt, das kenne ich schon. Ich habe, sehr gut, jetzt kannst du dich entspannen, der Kopf. Jetzt habe ich mit dem Herzen zugeschaut. Und beim zweiten Mal hat es mich viel mehr berührt. Weil da konnte ich einfach offen zuhören und der Kopf hatte schon die Informationen und da konnte ich es nochmal auf einer anderen Ebene zuhören. Und da schäme ich mich auch der Tränen nicht, wo ich dann berührt war, als ich das alles sah. Ja, und nachdem ich vorhin so die anderen, so die negativen Beispiele gezeigt habe, möchte ich auch 2 Journalisten zitieren, einfach mal, um zu zeigen, wovon wir reden hier, von welchem Phänomen, was man dann auch eben im Dokumentarfilm sieht. Bruno Gröning ist ja Frühjahr 1949 an die Öffentlichkeit getreten. Er sagt, er wurde an die Öffentlichkeit gezerrt. Genau, in Herford. Ja, er hat diese Öffentlichkeit nicht gesucht. Er hat es nicht gewollt, dass da Tausende von Menschen draußen in der Kälte stehen und im Regen stehen, weil das jetzt hier ihre letzte Hoffnung war. Ja. Oder keiner steht im Regen nur aus Neugier. Wenn man da im Dokumentarfilm wird zum Teil gesagt, sie haben 3 Tage und 3 Nächte gewartet, weil Bruno Gröning war anderswo unterwegs bei anderen Kranken und das zeigt auch nur, wie verzweifelt diese Menschen waren, wenn sie sowas tun. Also, und das ist das erste in Herford, Nordrhein-Westfalen, ja. Und da ist ein Journalist, der schreibt für den Münchner Merkur. Eine renommierte Tageszeitung Eine auch heute renommierte noch. Tageszeitung aus Bayern, Münchner Merkur. Und da schreibt dieser Journalist Folgendes. Er war in Herford, er ist also da extra hingereist und sagt, wurde in der Zeitung veröffentlicht am 24. Juni 1949 gedruckt, stand da, für uns, die wir vor Ort waren und die vielen, die es mit ansehen konnten, war es, Grönings Wirken in der Menge, ein Zug des Wunders, der Siegeszug einer nicht kriegerischen, sondern versöhnlichen und helfenden Macht. Es war, als teilte sich ein Meer vor ihm, so ging er durch die sich um die Autos stauende Menge hindurch. Wir reden hier von Tausenden von Menschen. Und neben ihm und nach ihm, wo die Flut zusammenschlug, standen Menschen aus ihren Rollstühlen auf, nahm er Lahmen die Gehstöcke weg und warf sie beiseite. Keiner konnte sich der Gewalt dieses Erlebnisses entziehen. Es war, als ob sich ein Getreidefeld nach dem Sturm mit neu gewonnener Kraft wieder aufrichtete. Bei Kindern wurden gelähmte Glieder, die unter ständigem Kältedruck standen, wieder warm. Bruno Gröning stieg von einem LKW auf den anderen hinauf. Da wurden ja die Kranken auf Lastwagen, auf irgendwelchen Pickups hingekarrt. Ja. Ja, darf man sagen, glaube ich, hingekarrt. Also Bruno Gröning stieg von einem LKW auf den anderen hinauf, ging von Mensch zu Mensch, die auf Stroh und Matratzen gebettet waren. Sie richteten sich auf und fühlten neue Kräfte. In einem der LKWs, für alle Umstehenden sichtbar, saß eine 70-jährige Frau, vollkommen gelähmt, vollständig gelähmt. Sie war auf dem Sessel in den Wagen getragen worden, wie mir der Fahrer berichtete. Nach wenigen Worten Grönings bewegte sie die Arme, erhob sich, und als der Wagen sich in Bewegung setzte, winkte sie mit freudestrahlendem Gesicht der umstehenden Menschenmenge mit den bisher völlig bewegungslosen Armen und Händen zu. Also was muss da geschehen sein? Und ich habe den Eindruck, das Allerwichtigste auch im heutigen Leben, das sieht man gar nicht. Die wichtigsten Dinge im Leben, Glück, Erfolg, Liebe, das ist alles unsichtbar. Ja. Aber es ist so wichtig, dieses geistige Gut. Und was da damals geschehen ist, Hier wurde es sichtbar. Hier wurde es sichtbar in dieser größten Not, oder? Nach Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg, unsereins, Schweiz sowieso. Aber man hat dann hinterher natürlich Berichte gelesen, als ich mich mit Bruno Gröning beschäftigte, habe ich mir geschaut, wie sah das in Deutschland 1945, 46, 47 aus, die Hungersnot, Rheinwiesenlager und alles. Auf einmal hört man sowas.
Und man ist zutiefst erschüttert und man sieht dann, wie ging Bruno Gröning mit dieser Situation um. Er hat sich nicht auf das Negative konzentriert, sondern einfach geholfen, wo er konnte. Ja. Noch ein zweiter Journalist. Ja, bitte. Ja, das war jetzt Herford und hier jetzt, als Bruno Gröning bekam er ja Totalverbot. Auf Druck der Ärzteschaft und von oben, da gab es wahrscheinlich verschiedene Interessensgruppierungen, die ein Interesse hatten, dass Bruno Gröning gestoppt wird. Und dann ist er dann ausgewichen. Er wurde privat nach Rosenheim eingeladen, der Besitzer eines Gestüts. Harvard, Ja, Leo Harvard, ja. Wie hieß er? Leo Harvard, das war das Harvard-Gestüt auch. Okay, ja. Er hat ihn irgendwie eingeladen, privat, also das war wirklich. Und Bruno Gröning war da in der Hoffnung, dass er da privat ein bisschen untertauchen kann und einfach im ganz kleinen Kreis. Er hat ihn ja, glaube ich, für private Heilungen eingeladen und hat gedacht, da kann er ein bisschen untertauchen. Aber die Journalisten haben ihn sehr schnell aufgestöbert und er hat sie in einer Pressekonferenz gebeten, bitte veröffentlichen Sie nicht, wo ich bin. Aber sagt das einem Journalisten, die haben es sofort veröffentlicht und dann kamen Zehntausende von Menschen. Auf einmal das ganze Gebiet voll von Menschen, eben bis zu 30.000. Da kam auch ein Journalist, der auch einfach berichten wollte. Und der hatte selber ein Beinleiden, aber er hat gar nicht gedacht, dass das weggeht. Damit lebt man jetzt einfach, das ist jetzt halt so. Oder? Ja, und da kam der an und er wurde geheilt. Und da hat er natürlich schon nochmal anders geblickt und er hat dann Bruno Gröning natürlich auch persönlich kennengelernt und hat dann dieses Buch geschrieben. Das ist die Originalausgabe, Dr. Kurt Trampler, die große Umkehr. Ja. Darum ging es ja Bruno Gröning, immer um diese Umkehr und gesagt, dort, wo Krieg ist, bringe ich den Frieden. Und auch heutzutage, wo Neid und Ungutes ist, die Liebe. Und das ist diese große Umkehr, ein Schlüssel doch auch für die heutige Menschheit. Ja, wir kommen nicht drum herum. Entweder machen wir sie freiwillig, oder die Erde vollzieht sie auf ihre Art. Hat sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Um die Erde müssen wir uns keine Sorge machen. Ums Klima auch nicht. So, das reguliert die Erde schon. Die Frage ist nur, wie es uns dabei ergeht. Ob wir das überleben oder nicht, das ist die Frage. Die Erde überlebt. Das ist nicht so das Problem. Aber das Problem sind die Menschen. Überleben wir? Denn eigentlich der göttliche Plan, nehme ich mal an, ist schon, dass wir überleben. Oh ja, Ja. Und er hat dann dieses Buch geschrieben. Und er schreibt darin, er war dabei in Rosenheim, das ist die Szene, wo eben bis zu 30.000 Menschen da waren. Und da schreibt er, Grönings Zusammenkunft mit den ungezählten Tausenden von Hilfesuchenden vor dem Traberhof bei Rosenheim war ein Ereignis von dramatischer Wucht. Die Wende der Zeiten, an der wir heute stehen, offenbarte sich mit einer sinnbildlichen Klarheit. Die Leidenden, Verlassenen, vom Schicksal Geschlagenen, die mit der letzten Hoffnung auf Trost und Heilung zusammengeströmt waren, sie alle waren Ankläger gegen das Zeitalter des Materialismus. Ankläger, diese leidenden Menschen waren Ankläger gegen das Zeitalter des Materialismus. Es wurden geradezu biblische Szenen Wirklichkeit. Kranke richteten sich von Tragbaren auf, Gelähmte warfen ihre Krücken von sich und konnten gehen, ein blindes Kind wurde sehend, Dankesrufe kündeten von immer neuen Heilungen. Ja, nur ein kurzer Ausschnitt. Ja, es gab damals auch einen Wissenschaftler, den Professor Hohmann, der hat es auch mit dem Zeitalter gesagt und er hat ganz klar herausgestellt, dass es jetzt wieder bergauf geht vom Zeitalter. Und da sind ja auch so gewisse Wellen, denen ist man ja unterworfen. Und das zeigte Bruno Gröning auch einmal, was das eigene Leben anbelangt. Weil wenn man so hört, ah ja, ich öffne mich dem Guten, dann denkt man sich, man geht so schön linear den Weg nach oben, hin zum Licht, hin zur Freude, zur Gesundheit, zum Glück. Und Bruno Gröning hat das mal gezeigt. Er hat gesagt, es geht bergauf, bergab, hoch, runter. Diese Kurven nimmt, bis es dann ganz hoch geht. Und wie ist der heutige Mensch? Wenn er im Tal hockt, dann denkt er sich, ach je, da komme ich ja nie wieder raus, ist kreuzverzweifelt. Und wenn er oben auf dem Peak ist, ja,
dann erlebt er die ganze Freude und ist so voller Kraft, dass er auch sagt, hier kriegt mich keiner mehr runter. Und man übersieht aber dieses große Bild, dass es einfach, ja, diese Tendenzen halt auch gibt. Ja, eben. Man könnte meinen, ein Mensch wie Bruno Gröning mit solchen Kräften, einer, der die Zukunft kennt, der solche Kräfte hat, der kann doch Feinde ausschalten, Lottozahlen wissen, sich eine Realität manifestieren, die man sich nur wünscht, materiell, oder? Aber wir sehen, jemand wie Bruno Gröning hatte nicht einfach ein einfaches Leben. Im Gegenteil. Ja, haben nicht die charismatischsten Menschen, so habe ich manchmal den Eindruck, die schwierigsten Schicksale. Ja, eben wie du sagst, dieses Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, das sind so diese Extreme dann des Lebens, eine innere Ruhe. Bruno Gröning sprach von einer himmlischen Ruhe. Ja. Und er sagt, diese himmlische Ruhe kann mir niemand nehmen. Auch die Richter nicht. Auch die Leugner nicht. Weil Bruno Gröning hat ja, als dann so viele Menschen zu ihm kamen, hat er auch Helfer gehabt. Leute, die für ihn Vorträge organisiert haben oder so. Und nicht wenige haben Bruno Gröning missbraucht, auch für finanziellen. Bruno Gröning hatte nie einen Pfennig für sich genommen, aber die anderen haben zum Teil unten gesagt, das kostet so und so viel, dass sie zu Bruno Gröning kommen. Das gab dann zum Teil in die Zeitung. Bei Gröning muss man zahlen. Ja, bei alles Gröning so verdreht. Ja, bei Gröning musste man nichts zahlen, aber bei den Betrügern. Und Bruno Gröning ließ die Leute eine gewisse Zeit gewähren, wohl wissend, was sie tun, aber er ließ sie gewähren und ließ sie Zeuge werden des Wundergeschehens. Dass sie ihnen eine Chance geben, dass sie im Herzen berührt sind und dass sie sich im Herzen eine Umkehr machen und von diesem betrügerischen Handeln ablassen. Und dass dann klar war, es ist immer ein gewisser Punkt, wo man sich entscheidet innerlich. Und bei denen, die sich dann innerlich entschieden haben, ich kehre mich nicht um, dann hat Bruno Gröning sie konfrontiert und rausgeschmissen. Hat gesagt, ich weiß genau, sie nehmen Geld, ich weiß genau, sie machen dies. Und hatte keine Angst, diese Leute zu konfrontieren, wohl wissend, dass die rausgehen und postwendend ihn verleumden werden. Sagen können, ich habe für ihn gearbeitet, ich weiß dies, ich weiß jenes. Da hatte Bruno Gröning keine Angst. Er hat gesagt, sie mögen lügen, das sind meine Worte, aber sie mögen lügen, das ist letztlich ihr Problem. Stimmt, es waren zum Teil die allerengsten Manager und die haben das dann ausgeschlachtet zu ihrem eigenen Wohl. Ja. Nicht nur und eben dann gegen ihn ausgesagt. Also ein Manager hat ja dann sogar, war da federführend dabei, dass er zum Gerichtsfall kam. Aus Rache. Ja. Aber ich erwähne das jetzt einfach auch eben mit der himmlischen Ruhe. Und Bruno Gröning, unsereins. Wir würden irgendwann mal wütend, wir würden diesen Leuten alles Böse wünschen. Oh ja. Oder? Ich habe ihn geheilt, jetzt schießt er mir in den Rücken, jetzt soll er seinen Krebs nur wieder haben. Oder? Haben die Leute ihn ja manchmal gefragt, warum lässt du das alles zu? Und dann hat er einfach gesagt, eben der Gedanke, anderen Schlechtes zu tun, nur schon der Gedanke wäre ein Verrat an Gott. So, also diese Gedanken kamen nicht mal in sein Bewusstsein. Also ich versuche mir das vorzustellen, wie das ist, oder? Also weil eben ich denke, unsereins, glaube, wir würden uns ja schon mal provozieren lassen. Und Bruno Gröning, also etwas, was mich sehr beeindruckt hat, er ist ja dann mit 1959, mit 53 schon gestorben, also hat diese Ebene verlassen, weil hat er seine Arbeit erfüllt, mehr konnte in dem Moment nichts mehr tun, es dauerte Zeit in dem Moment, weil die Menschheit hat ganz klar gezeigt, und vor allem halt die Elite hat gezeigt, wir wollen keine Umkehr. So, und er hat dann gesagt, kurz vor seinem Tod hat er gesagt, kann ich mittlerweile praktisch wörtlich, oder? Sagt er, was meine Gegner tun mussten, haben sie getan und sind damit an ihrem Ende. Auch ich habe getan, was ich tun musste, aber das ist erst der Anfang. Wenn man weiß, was er alles durchmachte mit den Menschen hier auf dieser Welt, da staunt man einfach, was ist das für eine Nächstenliebe, Feindesliebe. Ja. Wie Jesus sagte, betet für die, die euch verleumden, tut denen Gutes, die euch Böses tun.
Also wenn irgendjemand dieses Gebot umgesetzt hat in aller Konsequenz, dann war es wirklich Bruno Gröning. So, ja. Und wir kennen ja alle auch das Zitat, liebe deinen Nächsten. Und Bruno Gröning hat sogar noch, ja, man kann sagen, einen draufgesetzt, liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst. Also das hat er einfach gelebt. Ja. Und das Phänomen war ja auch, er hat sich auf jeden eingestellt. Ob das ein Arbeiter war, ob das ein Studierter war. Also das war ja ganz was Großes auch in der damaligen Zeit. Wer hat so ein Einfühlungsvermögen? Diese Liebe. Ja, und um da wieder ein bisschen ins Phänomenale zurückzukommen, eben er hatte diese Fähigkeit wie der Fernwahrnehmung. Da kamen Menschen zu ihm und er sagte, ich weiß, sie kommen nicht wegen sich. Ich weiß, sie kommen wegen ihrer Mutter. Schauen Sie auf die Uhr. Ja. Ich sage Ihnen, sie sitzt jetzt gerade zu Hause am Tisch und sie steht jetzt auf. Sie spürt jetzt eine wundersame Heilung. Sie sind nicht vergeblich gekommen, ihre Bitte für ihre Mutter, sie muss uns oft nicht mal sagen. Oder eine, im Bruno Gröning sagte, das Heilen ist 5% von dem, was ich tue. Vieles sieht man nicht. Vieles entfaltet sich erst heute. Aus der geistigen Welt ist Zeit etwas anderes als heute. Auf einer Ebene gar nicht inexistent. So was sind 70 Jahre aus der geistigen Welt? Das ist wie eine Gleichzeitigkeit auf eine Art. Also wir leben hier auch eine gewisse Gleichzeitigkeit. Aber einfach eine Anekdote ist das falsches Wort, aber einfach so eines von vielen Beispielen. Da habe ich in einer der Bücher des Freundeskreises gelesen, eine Frau Julia Hochreiner, ich habe das gestern extra nochmal nachgelesen, damit ich es richtig erzähle, erzählt Folgendes. Sie war irgendwo in den 50er Jahren, war das schon. Das war schon, da lief schon der Prozess und die Verleumdungen in den Schlagzeilen und so alles. War sie mit ihrem Mann in der Stadt unterwegs, welche Stadt steht da nicht, aber sie gingen über den Opernplatz und auf einmal kommt Bruno Gröning entgegen. Einfach von der anderen Seite, ist auch in derselben Stadt. Und da sagt die Frau zu ihrem, das ist der Bruno Gröning, ich sag schnell Hallo. Und, also das sind so meine Worte, dann, aber so hat sie es etwa gesagt. Und der Mann war sehr abgelehnt, was willst du mit dem und so, komm, wir gehen weiter. Nein. Und sie ging zu Bruno Gröning, hat ihn begrüßt und wahrscheinlich ihm auch gedankt und man kann sich so vorstellen, eben, es tut mir so leid, was sie da durchmachen müssen und so. So etwa wird sie ihm etwas gesagt haben. Aber ich kann nicht lang bleiben, mein Mann läuft schon vorwärts, der findet es nicht so gut an. So. Und dann hat Bruno Gröning sie noch angeschaut, hat gesagt, ich sehe, dass Sie gewisse Probleme haben. Und das kurz benannt und hat ihr so, das hat er oftmals gemacht, so eine kleine Staniolkugel gegeben, einfach so als zum Festhalten, einfach als materieller Berührungspunkt für die Heilkraft. Für viele Menschen ist das einfach ein Hilfsmittel, es geht auch ohne, aber es ist ein Hilfsmittel. Und hat gesagt, und wenn Sie dann Hilfe brauchen, gehen Sie doch zu dieser Frau, zu einer Frau Deutsch. Und hat ihr die Adresse oder so gesagt. Gehen Sie einfach dahin. Sie ging dann zurück zu ihrem Mann und da ging sie weiter und sie sagt, die Jahre vergingen, sie hat das alles vergessen und schwieriges Leben. Dann Schicksalsschlag, ihr Sohn kam bei einem Autounfall ums Leben und da war sie richtig unten, also wirklich kein Lebenssinn mehr und so. Und ihre Mutter hat sich sehr Sorgen gemacht und da gab es irgendwo in der Nähe, wo sie wohnte, so einen Tante-Emma-Laden, wo die Mutter ab und zu hinging. Und da ging sie eines Tages wieder hin und da fragt die Frau vom Kaufmannsladen halt, die Tante Emma fragt, ja, Frau Hochreiner, wie geht's denn Ihrer Tochter nach dem Tod, tödlichen Unfall ihres Sohnes? Und sie sagt, sehr schlecht, sie kommt nicht drüber hinweg, sie wird schlecht. Und da stand eine Frau daneben und hat gesagt, ich höre, Ihrer Tochter geht's nicht gut. Darf ich Ihnen meine Telefonnummer geben? Sie soll mich doch anrufen. Und die Mutter hat gespürt, das ist wichtig. Sie ging nach Hause, hat der Tochter gesagt, du, da war eine Frau und diese Nummer, ruf diese nette Dame doch an und so. Zuerst wollte sie das nicht, sie glaubte an nichts mehr. Aber irgendwie, der Glaube der Mutter hat sie bewegt, dass sie das macht. Und sie ruft an und sie sagt, ja, hier Frau Deutsch. Das war die Frau und die Julia ging dann zu dieser Frau Deutsch und sie sagte, ja, ich kannte Bruno Gröning,
der ist schon vor ein paar Jahren gestorben, also war es Mitte 60er Jahre, schon ein paar Jahre her, dass Bruno Gröning tot ist, aber ich kannte ihn und er hat mir von ihnen erzählt. Ich würde einmal eine Frau treffen und einfach hören, dass es der Tochter schlecht geht, dann sprechen Sie sie doch dann an. Und das nach 60 Jahren. Ja, Also und hat in die Zukunft geblickt und hat genau diese Szene gesehen, in diesem Tante-Emma-Laden, diese Synchronizität. Sie ist da, wenn die Tante Emma nicht gefragt hätte, wären einfach zwei Kundinnen aneinander vorbeigelaufen. Aber sie fragt genau, sie steht auf die Minute genau da richtig, es ist. Und die Frau Julia Hochreitner sagt dann, dieses Erlebnis hat mir mein Seelenheil zurückgegeben. Sie konnte vor allem wieder ans Leben, ans Gott, an das Gute glauben. Und das ist phänomenal. Und wenn man einfach das so quantenphysisch anschaut, welche Meisterseele ist hier auf der Zeitreise nach vorne, auf der Zeitschiene nach vorne gegangen, um diese Frau, die ihr einfach schnell ihm die Hände schüttelt und alles Gute wünscht, diese Frau was Gutes zu tun. Eben, was könnte man mit diesen Kräften sonst noch alles machen? Unser Kopf sofort so, bei Bruno Gröning alles nicht. Und wir kennen es bis zu Jesus am Kreuz, wo die Spötter und Verleumder dann kamen, steht in den Evangelien, die haben zu ihm am Kreuz hochgeguckt und hat gesagt, so ein Scharlatan, anderen konnte helfen, aber sich selber konnte nicht helfen. Wenn du der Messias bist, dann komm doch herunter. Kommst nicht runter, also das sind die Menschen. ja. Einfach gewisse verhärtete Herzen, glücklicherweise, und auch zur Verteidigung unserer Menschheit, dürfen wir wirklich sagen, zu Jesu Zeiten und so vielen Beispielen, auch zu Bruno Grönings Zeiten, die große Mehrheit der Menschen hat ihn ja erkannt. Ja. Aber eben halt gewisse Leute an Schalthebeln, die haben dort noch Schalter gedreht, scheinbar den Heilstrom zu stoppen, aber der Heilstrom ist nicht aufzuhalten. Ja, das Gute ist stärker als das Böse. Das ist ja auch ein Zitat von Bruno Gröning. Ja, abschließend habe ich doch noch Fragen an den Visionär Armin Risi. Was glaubst du, wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln wird? In Bezug, wie sie miteinander umgehen, die Beziehungen zueinander und auch in Bezug auf Gott? Und wie siehst du auch die Rolle vom Freundeskreis dabei? Und wie siehst du auch deine Rolle in all diesem Geschehen? Wir sind alles Dienende in diesem großen göttlichen Plan. Wir beten ja schon seit 2000 Jahren, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Und erlöse uns vom Bösen. Ich glaube, wir kennen alle das ganze Vaterunser, aber so, wir beten und Energie geht nicht verloren, so erlöse uns vom Bösen. Jesus betet nicht, erlöse uns von den Bösen. Nicht von den bösen Menschen, sondern erlöse uns vom Bösen, was in unserem Herzen ist und dieses Böse auf die Welt bringt. Erlöse uns davon. Und der göttliche Plan ist ja gerade, dass gerade diejenigen, die das Böse tun, erkennen und umkehren. Erkennen, dass es nicht zu ihrem Wohl ist und auch nicht zum Wohl der Menschheit, das kann einem noch egal sein, ob es zum Wohl der Menschheit ist, Hauptsache mir, aber letztlich erkennt man, es ist ja nicht mal zu meinem Wohl. Und dass da die große Umkehr geschieht. Und das wird früher oder später geschehen. So, mit oder ohne uns wird die Menschheit diese Umkehr machen, denn spätestens, wenn die Erde sich schüttelt, das hat sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, an den großen Zyklenübergängen, oder? Wir sprechen vor 10.000 Jahren, großer Zyklusübergang, Ende Eiszeit, da ist das Meer 120 Meter gestiegen. Also wir können nicht vorzustellen, was heute passieren würde. Also, wenn nur annähernd so viel steigen würde, der Meeresspiegel und alles, was dazugehört. Aber diese Kräfte sind da. Die Erde hat Kräfte, die Sonne hat Kräfte. So, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Diese Kraftwerke, diese göttlichen Kraftwerke funktionieren. Wir sind einfach eingeladen, da mitzumachen und unabhängig vom Ergebnis, ob jetzt da noch diktatorische Strukturen kommen oder nicht, wir können ja diesen Weg für uns gehen. Und wenn wir diesen Weg gehen, strahlt das auch ab und dann besteht auch die große Hoffnung, dass das Wunder eben auch kollektiv geschieht. Denn
wenn wir schauen, was bei Bruno Gröning möglich war, dass einzelne Menschen aus dem Rollstuhl aufstanden, einzelne Menschen, die blind waren, auf einmal wieder sahen, ist das auch kollektiv möglich. Da glaube ich einfach dran. So wie einzelne Menschen und Tausende von Menschen geheilt wurden, es gibt ja für den Geist keine Begrenzung. Ja. Kann auch eine ganze Menschheit geheilt werden. Durch Gnade. Durch Erfahrungen, die den Menschen geschenkt werden, die sie dann hoffentlich, so Gott will, sowieso, aber so die Menschen dann wollen, können sie diese Erfahrung in sich aufnehmen und die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen, die entsprechende große Umkehr vollziehen. Und deswegen ist sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo noch viel Böses da ist. Man könnte in die Lüge und so weiter und die Propaganda einsteigen, dann würde es uns wieder schlechter gehen. Aber gerade heute, wo so viel passiert, ist wichtig, dass wir unsere Energie nicht da reingehen. Hast du gehört, was ich da und dieses und jenes und schlimm und so, oder? Wir nehmen es zur Kenntnis, aber gerade weil wir wissen, dass es böse ist, geben wir ihm nicht unsere Energie. Ja. Oder wir schenken denen doch nicht unsere Aufmerksamkeit. Das Wichtigste, was wir haben, unsere Lebensenergie. Sondern, wie ein Bruno Gröning und viele andere, vor allem natürlich auch Jesus dann sagte, betet für diese Menschen, die Böses tun. Tut denen Gutes, die euch verleumden. Das ist gar nicht so einfach, wenn man so verleumdet wird, das bekommt man vom Bruno Gröning Freundeskreis, bekommen auch Leute wie ich mit, da dann für die Menschen auch noch zu beten, da muss man sich schon mal ganz schön überwinden, weil zuallererst wünscht man denen mal Ungutes. Oder? Aber da muss man sich sofort korrigieren und wenn wir dieses Gute, diese Gebete, gerade auch für diese Menschen und für die Menschheit allgemein, wirklich vom Herzen, diesen Heilstrom für die ganze Menschheit, für alle und alles, wie es so schön gesagt wird, für alle, Heilstrom für alle, dann ist das wie eine Einzahlung auf ein Konto für die Menschheit, oder so wie die Großmutter für den Enkel einzahlt und so, oder? Zahlen wir für unsere Brüder und Schwestern ein, dass wenn diese Zeichen und diese Hilfen dann kommen, dass die Menschen Schritte machen können, die sie aus eigener Kraft vielleicht nicht machen könnten, Glaubensschritte aus eigener Kraft nicht machen könnten, aber dank des Rückenwindes, des Heilstroms und der vielen Gebete der Menschen können sie Schritte machen, die sie aus eigener Kraft nicht machen könnten. Und das ist nichts anderes als göttliche Gnade in Aktion. Also da kann jeder von uns, ob jung oder alt oder so, jeder kann hier nachhaltige energetische Heilstrom, Einzahlungen kann ans kollektive Konto geben. Was für ein schönes Bild. Das stimmt, das passt irgendwie. Oder? So gerade eben die Großmutter für Enkel macht sie aus Liebe. Oder dass es dem Enkelkind dann irgendwie gut geht und dass das Enkelkind sich Wünsche erfüllen kann und so, die wichtig sind im Leben. Und genauso können wir wie auf Vorrat quasi diesen Akku aufladen, dass wenn es darauf ankommt, dass wir kollektiv einen Schritt machen können, den wir nicht schaffen, wenn wir weiterhin die Spaltung bedienen. Links, rechts, dieses, jenes oder gläubig, ungläubig, gehört uns, gehört nicht zu uns. Deswegen dieses Überkonfessionelle. Das ist so wichtig und da können wir alle so etwas Entscheidendes beitragen und deswegen interessieren mich Prophezeiungen, wie kommt der dritte Weltkrieg oder kommt er nicht, interessieren mich die eigentlich nicht. Denn wenn er kommt, kommt er von selber. Da muss ich mich nicht dafür interessieren. Aber wenn wir wollen, dass es nicht kommt und eine andere Zeitschiene gewählt wird, dann kommt es nicht einfach von selber, sondern, wie es heißt, der Glaube hat euch geheilt. Bruno Gröning sagte das. Und Glaube ist nicht einfach nur irgendein blinder Glaube, sondern Glaube. Bruno Gröning sagt ja, das steht auf seinem, glaube wir kommen zum Schluss langsam, so deswegen passt es sicher auch, wenn ich diese Worte, diese essentiellen Worte von Bruno Gröning zitiere, die sogar auf seinem Grabstein stehen. Glaube und Vertraue, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Glauben und Vertrauen, das sind zwei Dinge, die sich ergänzen. Ja. Glauben, das ist
eine höhere Geisteskraft im Licht eines höheren Wissens, das über das einseitige Kopfdenken hinausgeht. Deswegen betonte auch Bruno Gröning oft, er sagt es, mit dem Verstand kann man mich nicht verstehen. Das war ihm schon bewusst, dass man einfach nur so analytisch ist man da verwirrt. Aber man sieht ja, was passiert so. Da muss man halt den Verstand erweitern und das Bewusstsein erweitern. So Vertraue und Glaube, das ist dieses, diese höhere Kraft, also diese geistige Kraft im Licht eines höheren Wissens. Ja? Und dann ist dieser Glaube da, aber dann müssen wir auch noch vertrauen. Denn es kommt nicht immer so gleich, so schnell und vielleicht nicht immer so, wie wir wollen. Aber wenn wir im Vertrauen sind, kommt es so, wie es wirklich richtig ist. Deswegen Glaube und Vertraue, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ja. Ja, das ist ein wunderbares Abschlusswort. Lieber Armin, ich danke dir für dein inspirierendes und horizonterweiterndes Gespräch. Und liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen auch von Herzen alles Gute und vielleicht bis ganz bald.